Hallo und herzlich willkommen zurück auf Deployen. Viele von euch wollen eigene Projekte im Internet hosten, Docker-Anwendungen laufen lassen, vielleicht einen Game-Server. Dafür braucht man einen Server und ein VPS, also ein Virtual Private Server, ist da oft der perfekte Einstieg. Heute zeige ich euch, worauf ihr bei der Auswahl eines Anbieters achten solltet und, das ist das Wichtigste, wie ihr euren neuen Server direkt nach dem ersten Login grundlegend absichert. Okay, ein VPS mieten. Das Problem ist, es gibt unzählige Anbieter. Ein bekannter Anbieter im deutschsprachigen Raum ist zum Beispiel Netcup. In der Beschreibung findet ihr einen 5 € Affiliate-Link von mir, den ihr für Server verwenden könnt. Netcup bietet Domains an, die ab ungefähr 5 € im Jahr starten. Außerdem gibt es hier verschiedene Server. Ein weiterer bekannter Anbieter ist Hetzner. Auch hier findet ihr in der Beschreibung einen Affiliate-Link, mit dem ihr als Neukunde 10 € Guthaben erhaltet. Und der dritte Anbieter, den ich mir angucken möchte, ist Contabo. Auch hier gibt es oft günstige Angebote. Sofern man den deutschsprachigen Raum verlässt, bietet oft RegNerd gute Angebote für Server. Das erste, worauf ich achten sollte, ist natürlich der Preis. Kleine VPS gibt es schon für wenige Euro im Monat. Überlegt, was ihr braucht und was ihr ausgeben wollt. Auf Netcup finde ich beispielsweise unter den Servern sehe ich hier weitere V-Server-Angebote und hier finde ich schon die kleinsten Server, die 1 € oder 2 € im Monat kosten. Diese eignen sich gut, um zum Beispiel einen Tunnel in das Heimnetzwerk aufzubauen. Seht euch dazu mein Video zu Pangolin an. Also hier sehe ich beispielsweise einen Server für 1 € und den muss ich für 12 Monate mieten. Bei Hetzner fangen die Preise hier bei monatlich 4,51 € an, wenn man eine primäre IPv4-Adresse haben möchte, was ich auch für den Anfang definitiv empfehlen würde. Bei Contabo kostet der kleinste Server 4,55 € im Monat, den ich jetzt hier auf die Schnelle sehe, wenn man ihn für 12 Monate abschließt. Bei RegNerd sieht man hier unter VPS die KVM VPS. Hier kostet der günstigste Server 23 $ im Jahr. Die Sache ist, RegNerd bietet sehr oft Angebote an. Jetzt beispielsweise läuft noch das Neujahrsangebot und hier sehe ich ein KVM VPS für 11 $ im Jahr. Das bietet eine sehr günstige Möglichkeit, um seinen eigenen VPN im Ausland zu haben. Guckt euch dazu mein VPN-Video an. Worauf ich auch achten müsste, wären die Spezifikationen. Also Anzahl der Kerne, RAM, Speicher, Traffic, wie viel Leistung braucht ihr. Für kleine Webseiten oder wenige Docker-Container reichen oft 1 oder 2 CPU-Kerne und 1 bis 2 GB RAM. Achtet auch auf den inkludierten Traffic. Bei manchen Anbietern ist er unbegrenzt, bei anderen gibt es Limits. Was man jedoch auch wissen sollte, dass ein CPU-Kern nicht gleich ein CPU-Kern sind. Sie könnten unterschiedlich schnell sein. Genauso wie der RAM. Es hängt ein bisschen von der Hardware ab, die genutzt wird und wie viele Leute einem Server zugewiesen werden. Die Server, die ich normalerweise empfehle, sind die Root-Server von Netcup. Hier beginnt das Angebot mit 4 dedizierten Kernen. Wenn man den Server auswählt und ihn für einen Monat haben möchte und der Serverstandort sich in Deutschland befinden soll, steigt der Preis auf 13,51 €.
Dafür hat man meiner Meinung nach einen zuverlässigen Server. Dieser ist auch mit Local Block Storage erweiterbar. Ich glaube, hier kostet 1 Terabyte ungefähr 11 bis 12 Euro. Auch bei Hetzner kann man Block Volume Storage hinzufügen. Hier sehe ich 1 Terabyte kostet 53 Euro im Monat. Bei Contabo gibt es extra Storage VPS, falls man mehr Speicher benötigt. Hier gibt es einen Server mit 300 GB SSD für 4,55 im Monat, beziehungsweise 5,36 im Monat, wenn man nur eine Vertragslaufzeit von einem Monat haben möchte. Und man muss hier auch beachten, die Verbindung besteht nur mit 200 Megabit pro Sekunde. Auch hier kann man Objekt-Storage dazu mieten. 1 Terabyte kosten hier 11,85 Euro. Ich gucke jetzt nochmal bei Netcup, wie teuer das wirklich momentan ist. Wenn ich hier einen Schritt zurückgehe, sehe ich hier Local Block Storage. Und der Local Block Storage kostet zum Beispiel für 100 GB 1,19 Euro oder halt für 1 Terabyte 12,19 Euro. Netcup bietet im Übrigen auch VPS an, ohne dedizierte CPUs. Die sind dann ein bisschen günstiger. Jedoch sollte man hier beachten, dass Netcup neuerdings 5 Euro Einrichtungsgebühr verlangt. Das macht diese Server deutlich uninteressanter für kurzfristige Projekte. Bei allen 4 Anbietern ist es möglich, gängige Linux-Distributionen wie Ubuntu oder Debian auszuwählen. Für die meisten meiner Tutorials hier auf dem Kanal nutze ich Ubuntu. Falls ihr aber sehr spezielle Wünsche habt, müsst ihr schauen, ob der Anbieter diese unterstützt oder ihr eigene ISO-Dateien einbinden könnt. Also hier bei Contabo sehe ich zum Beispiel Ubuntu 24.04 ist verfügbar, genauso wie Debian oder auch ein Windows-Server. Hier ist es definitiv auch der Fall und hier auch. Wenn ich hier einen Server hinzufüge, sehe ich, dass ich hier Ubuntu oder Debian auswählen kann. Ebenso ist es auch bei RegNet möglich. Einige Anbieter bieten euch auch verschiedene Backup-Optionen an. So kann ich bei Contabo beispielsweise in einem Cloud VPS auswählen, dass ich ein Auto-Backup möchte. Für 1,79 im Monat kann ich dann wohl die letzten 10 Tage meines Servers wiederherstellen. Natürlich solltet ihr auch so oder so euer eigenes Backup anlegen, im besten Fall ein 3-2-1 Backup. Guckt euch dazu mein Video zu Backups mit Duplicati an. Es gibt natürlich viel mehr Anbieter als die, auf die ich jetzt eingegangen bin. Ihr könnt auch jeden anderen nutzen, den es gibt. Die Frage ist aber auch immer, wie gut ist der Support? Lest vielleicht ein paar aktuelle Reviews. Bekannte Anbieter sind oft geeigneter für wichtige Projekte. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich 200 Euro bei HT Hosting ausgegeben für einen Server, der für den Preis wirklich sehr schnell war. Gucken wir uns mal an, wie gut der Server jetzt noch ist. Ich besuche hthosting.de. So gut läuft jetzt gerade mein Server. In diesem Video nutze ich Hetzner. Ich wähle einen Ubuntu 24.04 Server mit einer Shared CPU. Ich nehme hier den kleinsten, der sollte für das Video hier ausreichen. Ich möchte, dass mein Server eine öffentliche IPv4-Adresse hat. Das lasse ich erstmal aus. Das hier auch. Hier bei Hetzner könnte ich auch Backups aktivieren. Diese kosten natürlich auch Geld. Und ich drücke jetzt hier auf kostenpflichtig erstellen,
um meinen Server kostenpflichtig zu erstellen. Jetzt habe ich aus Versehen ausgewählt, dass sich der Server in Helsinki befinden soll. Das gefällt mir nicht so gut. Deshalb lösche ich den Server wieder. Und ich erstelle einen neuen Server. Und wähle, dass er in Nürnberg sein soll. Und das Gute an Hetzner ist, dass mich dieser Fehler nur 1 Cent gekostet hat. Ich drücke hier auf kostenpflichtig erstellen und jetzt habe ich einen Server in Nürnberg. Ich merke mir hier die öffentliche IP-Adresse. Die Zugangsdaten zu dem Server bekomme ich per E-Mail zugesandt. Was ich jetzt mache, ist ein Terminal zu öffnen und mich mit dem Server zu verbinden. Ich gebe dazu ein SSH, dann root, so heißt der Standardbenutzer, und dann add und die IP-Adresse des Servers. Ich bekomme hier eine Meldung, dass ich den Fingerprint bestätigen soll. Hier gebe ich ein Yes. Und jetzt brauche ich das Passwort, was ich per E-Mail bekommen habe. Und das füge ich hier ein. Man sieht hier im Übrigen keinen Text. Und es wurde abgelehnt. Ich weiß nicht, warum das immer passiert. Ich kopiere mir nochmal das Passwort. Ich füge es hier ein. Und jetzt wurde die Permission immer noch denied. Ich wüsste jetzt aber nicht, warum. Was ist das Problem? Ich versuche es noch einmal mit genau dem gleichen Passwort. Ich versuche es noch einmal. Diesmal hat es geklappt, obwohl ich nichts geändert habe. So, jetzt gebe ich das aktuelle Passwort noch einmal ein. Jetzt gebe ich ein neues Passwort ein. Und noch einmal das neue Passwort. Dieser Vorgang kann sich bei jedem Server ein bisschen unterscheiden, bei jedem Anbieter. Und jetzt mit cleare ich die Kommandozeile. Jetzt kommen die wichtigsten Serverschritte. Das erste, was wir machen wollen, ist unser System zu aktualisieren. Wir installieren Updates. Und dazu geben wir ein apt update und apt upgrade -y. Das gilt für Ubuntu und Debian basierte Systeme. Das -y bestätigt automatisch alle Nachfragen. Das kann je nach Server einen Moment dauern. Damit sind die Pakete jetzt installiert. Direkt als Root zu arbeiten ist gefährlich. Ein Tippfehler kann fatale Folgen haben. Wir legen lieber einen normalen Benutzer an und geben ihm Sudo-Rechte, um Befehle bei Bedarf mit Root-Rechten auszuführen. Wir legen den Benutzer an mit @user und dem Benutzernamen. Ich nenne meinen Benutzer deployen. Ihr werdet direkt nach einem sicheren Passwort für den neuen Benutzer gefragt und ihr könnt optionale Infos eingeben. Das Passwort ist aber wichtig. Jetzt geben wir dem Benutzer Sudo-Rechte mit usermod kleines a, großes G, sudo und dann den Benutzernamen, also in meinem Fall deployen. Das fügt unseren Benutzer zur Gruppe sudo hinzu. Also ich kann jetzt eingeben groups deployen und ich sehe, der Benutzer deployen gehört der Gruppe sudo an. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, sollten wir den direkten Login als Root über SSH später komplett verbieten. Wichtig ist, macht es erst, wenn ihr euch sicher mit eurem neuen Benutzer und dessen Sudo-Rechten einloggen könnt und idealerweise auch SSH-Keys eingerichtet habt. Aber ich zeige es jetzt an dieser Stelle schon mal trotzdem. Wir können die SSH-Konfigurationsdatei bearbeiten, wenn wir eingeben nano und dann etc ssh und sshd-config. Hier sehen wir unsere Konfigurationsdatei. Wir müssen nach der Zeile mit permit root login suchen. Also hier. Jetzt steht hier bei mir permit root login yes. Entweder es steht bei euch genauso da oder es ist vielleicht auch so auskommentiert.
Was wir machen wollen, ist das Ganze einzukommentieren und hier Permit Root Login von Yes auf Prohibit Passwort zu ändern. Und später, wenn der Keylogin für den neuen Benutzer funktioniert, dann können wir das auch auf No ändern. Wir speichern jetzt diese Datei ab mit STRG O und STRG X. Und jetzt starten wir den SSH-Dienst neu mit System Control Restart SSHD. Eventuell heißt es auch SSH. So, jetzt habe ich SSH neu gestartet. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der Service unter Debian hieß. Ab jetzt, beziehungsweise nach dem nächsten Schritt, könnt ihr euch nicht mehr direkt als Root per Passwort einloggen. Kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Sicherheitsschritte überhaupt, dem Absichern eures SSH-Zugangs. Passwörter, selbst gute, können erraten, abgefangen oder durch Brute Force Angriffe geknackt werden. Die deutlich sicherere Methode ist der sogenannte Key-basierte Login, auch Public Key Authentifizierung genannt. Wie funktioniert das? Ganz einfach gesagt, ihr generiert ein kryptografisches Schlüsselpaar. Das besteht aus einem privaten Schlüssel. Dieser Schlüssel bleibt absolut geheim und sicher auf eurem lokalen Computer, den dürft ihr nicht weitergeben, und einem öffentlichen Schlüssel. Diesen Schlüssel kopiert ihr auf den Server, dem ihr vertraut und auf den ihr euch verbinden wollt. Wenn ihr euch dann per SSH verbinden wollt, weist sich euer Computer gegenüber dem Server mit dem privaten Schlüssel aus. Der Server prüft mit dem hinterlegten öffentlichen Schlüssel, ob der private Schlüssel passt, ganz ohne Passwortübertragung. Ist die Prüfung erfolgreich, werdet ihr eingeloggt. Zunächst einmal müssen wir ein Schlüsselpaar auf dem lokalen Computer erstellen, also auf dem PC oder Laptop, von dem ihr euch mit dem Server verbinden wollt. Für Linux- und macOS-Nutzer ist es einfach. Ihr könnt den Befehl SSH keygen benutzen. Das ist unter Windows auch möglich, wenn OpenSSH installiert ist. Wir probieren das mal aus. Ich öffne hier eine neue Shell und gebe ein SSH-keygen. Und ich sehe hier, es funktioniert. Ich breche den Vorgang nochmal mit STRG C ab. Jetzt, was ich eingeben möchte, ist SSH-keygen. Das ist der Befehl selbst. Dann definiere ich den Typen mit -t und ich nehme den Typ ED 25519. Das ist ein modernes, sicheres und performantes Signaturverfahren. Eine gute Alternative wäre RSA, dann aber mit einer höheren Bitlänge. Also zum Beispiel RSA-B 4096. Für die meisten Fälle ist ED 25519 heute eine sehr gute Wahl. Jetzt gebe ich noch ein -C und ich kann einen Kommentar eingeben. Also zum Beispiel Hetzner Server. Ich drücke jetzt Enter. Ihr werdet jetzt ein paar Dinge gefragt. Zunächst einmal muss man sich auswählen, wo der Key gespeichert wird. Der Standardpfad ist meistens genau richtig. Hier drücke ich einfach Enter. Als nächstes könnt ihr eine Passphrase für euren privaten Schlüssel vergeben. Das ist wie ein zusätzliches Passwort, das euren privaten Schlüssel selbst schützt. Ich empfehle, hier eine starke Passphrase zu verwenden. Wenn ihr keine angebt, ist der private Schlüssel ungeschützt, sobald jemand Zugriff auf die Datei hat. Also ich tippe jetzt hier eine Passphrase ein und bestätige sie. Das Schlüsselpaar wurde erstellt und im Verzeichnis .ssh findet ihr jetzt zwei neue Dateien. Das hier ist euer geheimer privater Schlüssel und das hier ist der öffentliche Schlüssel, den wir gleich auf den Server kopieren. Falls dieser Befehl SSH-keygen nicht funktioniert auf Windows-Computern, müsst ihr euch entweder OpenSSH installieren oder ihr benutzt so ein Programm wie puttygen. Wir müssen jetzt diesen öffentlichen Teil des Schlüssels auf den VPS bringen und ihn dort in einer speziellen Datei hinterlegen, damit der Server ihn kennt. Die einfachste Methode
ist mit dem Befehl ssh copy id. Ich befinde mich immer noch auf dem lokalen Rechner und gebe im Terminal ein ssh-copy-id, dann der Benutzername auf dem VPS, also in meinem Fall deployen, add und dann die Server-IP. Ich drücke hier Enter. Das hat irgendwie nicht geklappt. Was man auch hier versuchen könnte, wäre hier zwischen nach ssh-copy-id noch einzugeben, wie der Schlüssel heißt. Also in meinem Fall id-ed 25519. Ich habe hier Chocolate installiert, vielleicht liegt es daran. Dann muss ich eingeben Choco uninstall ssh-copy-id und ich sage hier yes und er sagt mir, das lässt sich nicht deinstallieren, weil es nie installiert war. Jetzt gebe ich hier einen Choco install ssh-copy-id und bestätige das Ganze und jetzt drücke ich nochmal Y. Jetzt wurde ssh-copy-id installiert. Dementsprechend versuche ich das jetzt nochmal über ssh-copy-id deployen at IP-Adresse. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Ich gebe mal hier mein Passwort ein. Auf dem Server selbst gehe ich jetzt mal einen Schritt zurück und bewege mich jetzt hier in den Ordner Home. Und hier gibt es den Benutzer deployen. Und hier sehe ich den Ordner .ssh, in den ich mich hineinbewege. Und hier sehe ich die Authorized Keys. Ich gucke mir mal an, was in der Datei drin steht. Nichts. Das heißt, das Kopieren hat hier aus PowerShell auf den Server nicht funktioniert. Das ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Andererseits wollen wir jetzt uns mal anschauen, was passiert, wenn halt dieser Befehl nicht geklappt hat. Das erste, was ich mache, ist, ich logge mich vom Server aus. Das heißt, ich gebe ein Exit. Jetzt wurde die Verbindung gekappt und ich kann nochmal eingeben SSH, aber diesmal nicht root, sondern den Benutzernamen, den wir neu angelegt haben, also in meinem Fall deployen, at IP-Adresse des Servers. Jetzt muss ich hier mein Passwort eingeben und ich bin mit dem Server verbunden. Ich bin jetzt mit dem Benutzer deployen auf dem Server verbunden und was ich machen muss, ist sicherzustellen, dass der Ordner .ssh existiert. Ich kann ihn mit mkdir anlegen, also ich gebe ein mkdir.ssh. In meinem Fall steht hier aber, das existiert bereits. Was ich jetzt machen muss, ist einzugeben change mod, also chmod 700 und dann .ssh. Damit habe ich die richtigen Berechtigungen für das Verzeichnis gesetzt. Als nächstes benutze ich nano zum Bearbeiten. Ich gebe ein nano.ssh und dann /authorized keys. Diese Datei öffne ich jetzt und hier kopieren wir den öffentlichen Schlüssel als eine einzige Zeile in diese Datei ein. Das heißt, ich öffne jetzt diesen Pub mit meinem Editor und ich sehe jetzt hier diesen Schlüssel, den kopiere ich und füge das Ganze hier ein. Ich speichere das ab und bestätige das Ganze mit Enter. Jetzt möchte ich die Berechtigung für diese Datei setzen. Ich gebe ein chmod 600.ssh und dann Authorized Keys. Das bestätige ich und jetzt, egal mit welcher Methode ihr den Schlüssel auf den Server kopiert habt, wir testen jetzt den Login. Wir schließen die aktuelle Verbindung mit Exit und jetzt versuchen wir uns neu anzumelden, indem wir eingeben SSH, den Benutzernamen auf dem VPS, die IP-Adresse des VPS. Und hier muss ich diesmal die Passphrase für meinen Schlüssel eingeben und es hat funktioniert. Nachdem wir erfolgreich getestet haben, dass der Keylogin für unseren normalen Benutzer funktioniert,
können und sollten wir den Passwort-Login auf SSH komplett deaktivieren. Das erhöht die Sicherheit enorm, da Brute Force Passwortangriffe dann ins Leere laufen. Wir öffnen jetzt nochmal die SSH-Konfigurationsdatei mit sudo nano etc ssh sshd-config. Hier muss ich mein Passwort für den Benutzer eingeben, weil ich einen sudo-Befehl ausführe. Jetzt bin ich wieder in der Konfigurationsdatei. Ich suche nach Passwort Authentication. Das ist momentan hier auskommentiert. Diese Zeile ist die wichtigste. Ich stelle sicher, dass sie nicht auskommentiert ist und dass hier No steht. Außerdem muss ich sicherstellen, dass PubKey Authentication sich auf Yes befindet. Oft ist es auch sinnvoll, die KBD Interactive Authentication auf No zu setzen. Und jetzt, wo wir sicher mit dem Key mit unserem normalen User reinkommen, können wir auch den Root Login weiter einschränken. Das heißt, wir gehen hier zu Permit Root Login und geben hier ein No. Das Prohibit Passwort erlaubt Root Login nur mit SSH Key, falls ihr einen Key für den Root User einrichtet, was aber meist nicht nötig ist, weil wir unserem neuen Benutzer Sudo-Rechte gegeben habt. Mit No verbieten wir den Root Login komplett. Für maximale Sicherheit ist No oft die beste Wahl, da ihr ja euren normalen Benutzer habt. Ich speichere jetzt diese Datei mit STRG O, Enter, STRG X und ich gebe wieder ein sudo systemctl restart ssh. Jetzt versuche ich nochmal ein neues Terminalfenster aufzumachen. Ich lasse dieses offen. Falls irgendetwas schiefgelaufen ist, haben wir hier noch die Möglichkeit, etwas zu ändern. Ich öffne hier ein neues PowerShell-Fenster. Ich benenne den Schlüssel kurzum in 22518 pub und hier ebenso. Jetzt gebe ich hier ein SSH. Jetzt werde ich hier nach dem Passwort gefragt und ich konnte mich mit meinem Passwort verbinden. Das heißt, irgendetwas hat nicht so geklappt, wie wir das haben wollten. Ich gebe jetzt hier nochmal ein sudo sshd-t. Mir werden keine Fehler angezeigt. Und jetzt gebe ich nochmal ein sudo service ssh restart. Vielleicht klappt es damit. Ich lasse diese SSH-Sitzung weiterhin offen. Hier verlasse ich den Server und versuche nochmal mich neu anzumelden. Ich gebe mein Passwort ein und ich bin wieder eingeloggt. Ich gucke mir noch einmal den Inhalt meiner SSH-Konfigurationsdatei an. Vielleicht ist diese Zeile das Problem. Ich gucke mir mit ls-l etc ssh sshd-config.d den Inhalt an und hier sehe ich die 50 Cloud Init Conf. Die versuche ich auch nochmal zu bearbeiten, indem ich eingebe sudo nano etc ssh sshd-config.d /50-cloud-init.conf und hier sehe ich Passwort Authentication steht auf Yes. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Und diese Zeile hier kommentiere ich aus und speichere die Datei mit STRG O, Enter, STRG X. Und jetzt starte ich den Service nochmal neu mit sudo service ssh restart. Manchmal ist auch der richtige Befehl dieses sudo systemctl restart ssh oder sshd. Jetzt habe ich das neu gestartet. Ich gehe jetzt noch einmal hierhin und verlasse die Verbindung und versuche über SSH eine Verbindung aufzubauen. Diesmal kriege ich die Meldung, dass mir der Zugriff verweigert wurde. Und genau das wollte ich eigentlich haben. Wenn ich jetzt den Key wieder zurückändere zum ursprünglichen Namen und es noch einmal versuche, dann kann ich wieder die Passphrase für meinen Schlüssel eingeben und ich bin mit dem Server verbunden. Damit ist der SSH-Zugang jetzt deutlich sicherer. Was ich auch machen sollte, wäre wahrscheinlich, mir einen zweiten SSH-Key zu erstellen, damit nicht nur dieser Computer Zugriff auf den Server hat, sondern ich könnte beispielsweise auch einen SSH-Key
auf meinem Handy nutzen. Dafür brauche ich irgendeine SSH-Client-App auf dem Handy, die Key Management unterstützt. Auf Android ist es zum Beispiel Thermox oder Juice SSH. Auf iOS kann man sowas wie Termius oder Blinkshell benutzen. Der sicherste Weg ist meist, den Key direkt auf dem Gerät zu generieren, auf dem er verwendet wird. Wenn ihr einen bestehenden privaten Schlüssel auf euer Handy kopieren müsst, tut dies über einen sicheren Kanal und löscht ihn danach sicher vom Übertragungsmedium. Das Einrichten ist natürlich sehr app-spezifisch, aber die Konzepte, privater Key bleibt auf dem Client, öffentlicher Key kommt auf den Server, sind immer gleich. Was wir zuletzt noch machen können, ist eine Firewall einzurichten. Eine Firewall kontrolliert den ein- und ausgehenden Netzwerkverkehr. Die Uncomplicated Firewall ist einfach zu bedienen. Zuerst einmal schauen wir, ob UFW installiert ist. Dazu gebe ich ein den Befehl UFW und ich sehe hier, ich bekomme Befehle zurück. Falls das nicht passieren sollte, müsste ich eingeben sudo apt install und dann UFW. Damit würde ich die Uncomplicated Firewall auf meinem System installieren. Was wir zuerst einmal machen, ist den SSH-Verkehr zuzulassen. Dazu gebe ich ein sudo UFW allow OpenSSH. Oder, falls OpenSSH als App nicht bekannt ist, kann ich hier auch eingeben allow, dann den Port, also hier 22/TCP. Das geht auch. Falls ihr später einen Webserver betreiben wollt und dafür keinen Docker benutzen wollt, könnt ihr hier auch eingeben sudo UFW allow HTTP und HTTPS. Jetzt können wir die Firewall aktivieren, indem wir eingeben sudo UFW enable. Jetzt sage ich hier yes. Ich sollte halt wirklich sicherstellen, dass SSH nicht gesperrt ist. Jetzt kann ich hier eingeben sudo UFW Status verbose und damit sehe ich, was alles erlaubt ist und was nicht. Ich habe hier 22 TCP erlaubt, 443 und Port 80. Okay, das war ein Schnelldurchlauf. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch das erste Mal auf eurem VPS einloggt und die grundlegenden Sicherheitseinstellungen vornehmt. Systemupdates, neuer User mit sudo, SSH-Absicherung per Key und Deaktivierung des Passwort-Logins sowie eine einfache Firewall. Das ist die absolute Basis. Von hier aus könnt ihr jetzt anfangen, Docker einzurichten oder was auch immer ihr mit eurem Server vorhabt. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, euren ersten VPS sicher an den Start zu bringen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen und abonniert den Kanal für mehr Videos. Habt ihr Fragen oder Wünsche für weitere Serverthemen? Schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg mit eurem eigenen Server. No permit root login. Password authentication is off. Use a key, use a key, use a key.